Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns wieder auf dem Main und hier ist in der Zwischenzeit einiges passiert in der internationalen Ehrenhalle. Und ja, auch auf unsere Gilde gesehen. Wir haben auch ein paar Raids gemacht. Damit fangen wir mal heute direkt an, nachdem wir den Daily Stuff hier erstmal soweit erledigt haben. Ja, dann holen wir uns das Ganze hier ab und schauen mal kurz noch, was der Würfelspieler für uns bereit hat. Ja, wir haben in der internationalen Ehrenhalle gestern unseren allerersten Kampf tatsächlich verloren. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das doch so relativ schnell passieren wird. Ich dachte, das passiert erst so, weiß ich nicht, in den Top 20 oder so vielleicht, dass man da sagen könnte, jo, jetzt so langsam könnte man mal einen Kampf verlieren. Also unsere Siegesserie ist vorbei. Wir steigen aber dennoch stetig weiter auf. Ja, das kann man mal dazu sagen. Leider kann man die Kämpfe nicht speichern aus der internationalen Ehrenhalle, aber wir haben gestern gegen 7th Division Dreamers for Fun verloren. Eigentlich nur aus einem Grund, und zwar dem Spieler hier, Mario PPP, der spielt dort in der Gilde, ist dort der beste Spieler und der hat ja da ziemlich reingecarried und hat uns alle auseinandergenommen. Die letzten Magier als Krieger, hat auch eine relative Glass Cannon Skillung als Krieger. Ne, man kann sich mal die Sets anschauen hier, ne, und hat da einfach nur gnadenlos reingekrittet und hat da unsere besten Magier halt eben auseinandergenommen. Ne? Und wir sind ja halt eben hier die höchsten im Level, sind halt alles Magier. Jo, und das ist halt eben ein bisschen unglücklich geendet. Den Kampf danach hatten wir dann aber wieder gewonnen gehabt gegen diese Gilde und dadurch sind wir auch wieder einen Rang aufgestiegen. Ja, und jetzt geht es vielleicht leichter voran. Ne? Mal schauen. Ich will euch mal ein paar Raids zeigen, und zwar hatten wir ja mit der Gilde hier lange Zeit jetzt erstmal so Gildenangriffe noch gemacht, um uns ein bisschen abzusetzen in der Ehrenhalle auf dem Server hier. Allerdings hatten wir dann ja mal gewechselt gehabt auf ein paar Raids und sind die dann auch durchgegangen. Jetzt machen wir momentan wieder ein paar Gildenangriffe. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben wir mittlerweile schon einen Raid verloren. Das kann ich euch nicht sagen. Wenn nicht, dann habe ich das verpasst oder nicht mitgekriegt irgendwie. Ich weiß es nicht. Da muss ich mal ein bisschen besser drauf achten vielleicht. Aber die Kämpfe, die ich mitgekriegt habe und wo ich mich natürlich auch angemeldet habe, ja, die habe ich dann auch logischerweise dann gespeichert. Hier komme ich jetzt an eine Reihe hier. Mal schauen, was ich hier dazu beipflichte. Mein Beitrag hier zu der ganzen Geschichte. Ja, ein Crit rausgehauen hier. Okay, kann man machen. Ja, und dann machen die unsere Magier jetzt noch den Rest. Gibt ja jetzt nicht mehr viel. Ne? 2,2 Millionen XP hat es gegeben hier. Ne? Und dann haben wir einmal den Raid noch als nächstes. Und ich glaube, davor hatten wir noch einen Raid gemacht. Ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Raids irgendwie gemacht. Und jetzt momentan gerade wieder Angriffe. Der Jin, den hatte ich mir aber schon angeschaut, der war schon relativ knapp gewesen, ja. Wenn ihr euch das mal so anschaut, hier Hälfte Leben, so ungefähr bei mir jetzt gerade mal. Ne, mal gucken, was ich jetzt noch mache. Hau ich noch einen Crit raus? Ja, einen gelegenen haben wir noch rausgehauen hier. So, dann haut Rainy hier noch ein bisschen raus und Morda Und das war dann halt schon eben ganz knapp. Ne? Beinahe hätten wir hier aufs Maul bekommen, weil, na gut, wir hatten noch Seth gehabt in der Hinterhand. Aber war schon ein bisschen knapper. Ne? Man kann demnächst noch mehr versuchen. Wir haben jetzt schon mehr als wir in unserer alten Gilde hier, bei 109 sind wir da. Ich denke mal, wir schaffen definitiv noch ein bisschen mehr. Aber mal gucken, was da in Zukunft so passieren wird. Ja, ansonsten, wie gesagt, 7 Divisions Game, 7 Divisions Division Dreamer Games for Fun. Ja, das ist der Kampf noch von, ja, den wir gegen die gewonnen haben und wir haben heute gegen die nächste Gilde bereits schon gespielt. So wird das ja irgendwie immer gewertet, ja. Und den Kampf hatten wir hier tatsächlich dann auch gewonnen gehabt. Logischerweise. So, da bin ich am Start hier. Mal gucken. Oh, gut einen reingehauen und da kämpfe ich hier gegen ihn. Ja, der ist halt krass unterwegs, so, ne? Aber gegen so viel Magier-Gewalt hatte er halt eben auch nichts entgegenzusetzen.
So, und jetzt gucken wir uns mal unseren Kampf an hier. Und zwar haben wir heute Celtic gegen New Era. Den hatte ich mir jetzt noch nicht angeschaut gehabt. New Era auf jeden Fall eine Gilde, die mir vom Namen her was sagt. Genauso wie die nächste Gilde, der wir gegenüberstehen. Das müsste dann ja morgen sein, beziehungsweise heute Abend. Ich glaube, das aktualisiert immer um 10 Uhr abends oder so jetzt neuerdings. Sonst war es ja immer direkt um 0 Uhr, wo das ja, resettet worden ist, beziehungsweise die Kämpfe verfügbar waren in der internationalen Ehrenhalle. Ne? Und ja, mal gucken. Auf jeden Fall sagen mir die Gilden was und die Gilden, die natürlich da drüber noch kommen, auch. Die hat man schon mal irgendwie alle gehört. Da sind gute Spieler drin. Entweder kennt man die, weil da gute Spieler drin sind oder weil die halt eben eine krasse Gilde an sich so sind. Und ja, deswegen schauen wir mal, wer hier natürlich heute die Oberhand hat. Das ja, kann man sich schon denken, denn wir sind natürlich heute in der Liste über New Era. Also haben wir logischerweise dann natürlich auch gewonnen. Aber wir können mal gucken, ob es auch knapp gewesen ist, ob das ehrenwerte Gegner gewesen sind. Ne? Wie gesagt, dadurch, dass wir schon einen Angriff verloren hatten hier, ist meine Stimmung dann doch ein bisschen getrübt, muss ich sagen. Meine Motivation, dass wir noch so hochkommen. Aber das kann auch wirklich nur ein Ausreißer gewesen sein. Man weiß es nicht. Dadurch, dass da halt auch eben so ein krasser Spieler drin ist. Ne? Ein krasser Spieler kann halt die ganze Gilde so carryen, gefühlt. Und wenn die Gilde einigermaßen vom Level her alle gleich verteilt sind, ja, dann kannst du zwar trotzdem weit oben stehen, weil du ein gutes Durchschnittslevel so hast, aber du hast halt keinen richtig krass fetten Spieler da mit am Start, ne? Und das ist halt eben so das Ding an der Sache. Oh, hier haben wir sogar den Davalon in der Gilde hier. Daher kenne ich wahrscheinlich den Namen. New Era, das ist, glaube ich, müsste denn, wenn mich nicht täuscht, falls er hier das Video sieht, kann er es mir gerne schreiben. Das müsste, glaube ich, sein Main sein, oder? Ist das der Main vom Davalon? Den sieht man ja natürlich auch selten. Dadurch, dass er natürlich immer auf den ganzen neuen Servern umherschwirrt, kriegt man natürlich, oder zumindest selten, was von den alten Chars mit, die eigentlich die interessanten sind, meiner Meinung nach. Aber da gehen natürlich dann halt auch die Prioritäten ein bisschen, oder was soll ich sagen, die Interessen ein bisschen auseinander. Bei mir ist es halt mehr so auf diese alten Chars. Bei Flo ist es wahrscheinlich mehr so dieses Serverstart, wo er halt drin der Vollprofi ist. Und ja, deswegen hört man da wahrscheinlich so wenig von diesen ganzen alten Chars. Ist aber auch recht interessant. Lars Siak, das ist auch ein heftiger Spieler. Ich weiß nicht, wo der momentan in der Ehrenhalle ist, aber da hatte ich auch schon mal, den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo gelesen gehabt. Jetzt muss ich mir aber nochmal den Char hier vom Flo nochmal anschauen hier. Was der hier eigentlich für ein Level hat, da hatte ich jetzt gar nicht, das ging jetzt so schnell, da hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet, beziehungsweise wie auch seine Werte sind. Das ist ja interessant. Daher, ich habe den Namen von der Gilde bestimmt schon mal irgendwo bei ihm gesehen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, bald Stufe 600. Ich weiß nicht, ob er noch einen höheren Char hat. Und noch die Stats hier. Okay, gut. Ja, haben wir das gesehen auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. An der Stelle muss ich auch nochmal so sagen, ne, auch wenn immer die Leute hier und da mal so ein bisschen Hetze machen zwischen uns beiden, privat verstehen wir uns auf jeden Fall sehr gut, wenn wir irgendwie im Call sind oder so und gegenseitig, ja, uns berichten, dann ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Leute stiften hier und da immer mal so ein bisschen Unruhen und ja, nur weil das halt eben jemand ist, der offen und ehrlich seine Meinung zu vielen Sachen äußert oder zu meinem Content, sag ich mal, ne? Das könnt ihr natürlich auch alle sehr, sehr gerne machen, ne? Dass halt eben der Content jetzt nicht für alle sehr interessant ist, aber das meine ich halt eben mit verschiedenen Interessengebieten so, ne? Viele feiern es halt, viele feiern es nicht, ne? Manche feiern diese Serverstart-Thematik halt mehr, manche feiern es vielleicht auch, wenn ich hier von meinem Main ein bisschen mehr zeige, weil halt so eine etwas höheren Chars halt eben auch relativ selten zu sehen sind. Also, und wie man es halt macht, man kann es halt niemandem immer so gerecht machen und deswegen kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, yo, ey, hier der Dorzer, der produziert, der ist zwar eine korrekte Socke, so, aber sein Content ist halt eben jetzt nicht sehr sehenswert. So, ne? Das kann ich natürlich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ist aber für mich auch schon lange nicht mehr Shakes and Fidget, was ich hier zeige, sondern halt auch viel dieses Gerede. Ne? Es ist wirklich, würde ich mal so sagen, 30% Gameplay, 70% Gequatsche.
ja, und das ist halt, würde ich schon fast sagen, ein Podcast, ne? Und das kann ich natürlich auch komplett nachvollziehen, wenn da Leute sich mit meinem Content überhaupt nicht identifizieren können, vor allen Dingen mit diesen Daily-Sachen so, ne? Aber für mich passt es halt persönlich am besten, da ich halt, ja, sag ich mal, durch meine Freizeitaktivitäten, YouTube plus Arbeit halt eben einen relativ engen Zeitplan habe, passt es für mich von diesem Daily Content her, diese Stunde, die ich mir am Tag so dafür nehmen kann, dieses kleine Zeitfenster, passt es sehr, sehr gut, ne? Dass ich da jeden Tag so ein Video raushaue, auch wenn es qualitativ natürlich jetzt nicht unbedingt das Top-Level ist, so, ne? Da habe ich mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, so wie gestern oder vorgestern dieses kleine 3 Minuten Zusammenschnittsvideo gemacht. Da habe ich extrem lange dran gehangen, weil man ja auch die ganzen Szenen und sowas raussuchen muss, ne? Das kann man mal machen, wenn man mal wirklich 1, 2 Tage frei hat. Aber ansonsten bleibt es halt eben bei diesem Daily Content. Das passt für mich am besten und ich merke halt auch, dass viele das auch einfach feiern und sehen wollen. Dafür dann halt aber eben nicht dieser Top-Content ist, den man jetzt, keine Ahnung, wo man jetzt hier 1000 Schnitte drin hat, editiert, noch alles Mögliche, da noch Effekte und da noch noch Sachen, Dinge noch eingefügt und eingeblendet und so. Ne, das muss man natürlich dann, da muss man Abstriche machen, wie beim Corona-Test. Ne? Das ist halt eben für mich ein ganz normales Let's Play und halt eben kein kommt halt eben nicht jeden Tag ein super Guide daraus oder ein super editiertes Video oder keine Ahnung, ne? Ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. So, ne? Und ich denke mal, das habe ich dann auch einigermaßen verständlich rübergebracht. Ne? Judy, das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, morgen geht es dann weiter schon mit der Gruppentherapie. Ich kenne die Namen irgendwoher alle, aber wie gesagt, ich weiß immer nicht. Das ist genauso wie New Era, dass man mal das irgendwo unterbewusst irgendwo mal wahrgenommen hat und dann aber, ja, ne? Genauso wie die ultimative Guild, das kenne ich auch, S5. Da spielt, glaube ich, Scythe, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, da ist Scythe in der Gilde. Daher kannte ich den Namen schon mal irgendwoher. Also, und hier sind wahrscheinlich Cosa Nostra, ne, da ist halt Turor drin. Daher kennt man den Namen, hat man schon mal unterbewusst irgendwo wahrgenommen. Und so geht es halt hier die ganze Zeit weiter, ne. Und Fassbaren kennt man durch Derafin zum Beispiel. Ne? Mal schauen, wem wir. Das ist halt das Geile da dran. Ne? Das finde ich halt eben das Coole. Jetzt haben wir halt eben gerade gegen Davalon kämpfen dürfen, so. Ne? Zwar nicht persönlich, ich gegen ihn, aber halt meine Gilde. Und das ist halt eben ganz nice. Man begegnet den ganzen Leuten, mit denen man irgendwo hier und da mal zu tun hat, einfach in der internationalen Ehrenhalle. Ne? Und das ist halt eben ganz cool. Das ist halt genau das, was ich auch feiere. Gut, mal schauen, wie weit wir noch nach oben kommen. Ne? Es geht immer weiter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.